Dieses Video wird dir präsentiert von helden.de, deinem zuverlässigen Partner für Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Mit dem Heldencode aus der Videobeschreibung sparst du zusätzlich noch den ersten Monatsbeitrag und unterstützt dadurch diesen Kanal Fahrradstadt Hamburg. When I visited this street 4 or 5 years ago, I remember having to scramble across dodging cars the whole way just to get down to the beach. 2 years ago, this street was full of orange cones down the middle of it. During COVID, those cones were placed there to push car traffic to one side so that there was more space for people to ride. Ja, das hatten wir ja in Deutschland auch ganz viel, dass entsprechend während der Corona-Zeit wir viele Pop-up-Bike-Lanes hatten sozusagen, die wir in vielen Städten etabliert wurden, weil die Leute mehr in der frischen Luft gefahren sind, mehr mit dem Fahrrad gefahren sind und aufgrund des erhöhten Verkehrs man bessere Infrastruktur schnell und unbürokratisch schaffen wollte. Also das hatten wir auch, wie es in dem Bild zu sehen war, vielleicht nicht mit diesen Hütchen, aber wir haben auch Pop-up-Bike-Lanes geschaffen gehabt. Bikes and to walk, but today, as you can see, all of that is different. Hey everyone, I'm Tom and this is Shifter, a channel about urban cycling, bike commuting, and the ways we get around our cities. And I'm mostly a patient and optimistic kind of guy, but one thing about the potential and the opportunity of cycling often comes down to one word: pace. A lot of cities, including Vancouver, where I am right now, have made a lot of great strides in cycling, but the pace of change is slow. Ja, und ich vermute mal bei uns noch langsamer. Okay, I want to show you something. This may be a bit meandering, but stick with me. Ja, ich bin da. I'm here, I'm listening. There was this paper published a few years ago in the Michigan Law Review called The Procedural Fetish. Are you still with me? Don't leave. Nee, I'm here. Author, a guy named Nick Bagley, argues that administrative law, or the legal rules that we put in place to ensure that government, projects have, quote, public accountability and prevent factional interests from capturing agencies, have gotten to the point where they're doing the opposite of what they were intended. In essence, what he's saying is we've put so many rules on government to ensure that we don't waste taxpayer money and we don't run roughshod over people and private interests. Also ich verstehe, worauf es hinauslaufen wird. Ich habe das Video ja noch nicht gesehen, aber ich weiß, worauf es hinauslaufen wird. Und das Problem haben wir in Deutschland auch. Wir evaluieren zu viel, wir testen zu viel aus und es muss alles durch Studien begutachtet werden, dass eine bestimmte Veränderung einen bestimmten Effekt hat, dass der Effekt ausreichend ist, dass der Effekt so groß ist, dass es den Umbau gerechtfertigt und am Ende passiert dann jahrelang gar nichts und es dauert ewig und wir wundern uns, warum wir uns überhaupt nicht fortbewegen. Ich vermute, darauf wird es wohl hinauslaufen. Don't take over projects, that it makes it really difficult for governments to build stuff. And he blames both liberals and conservatives for this situation. We're living in an era where we need to meet our climate change targets by building solar fields and more walkable neighborhoods, but because of this procedural fetish, it feels like we can't even get a bike lane built. Ja. But rather than Genau, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, was wir halt hier auch haben. Wir haben den Zeitdruck, weil wir ja so viel Zeit verschlafen haben, was den Klimawandel angeht. Wir haben ja nicht viel getan. Wir haben ja alles immer auf die Zukunft geschoben, nach dem Motto, ja, wir haben ja noch Zeit. Oh, wir müssten jetzt ein bisschen was tun jedes Jahr, damit wir am Ende das Ziel erreichen. Aber wir haben ja noch Zeit. Das ist ja noch 30, 50 Jahre hin. So schlimm wird es ja wohl nicht werden. Nichts ist passiert. Und jetzt plötzlich, um das gleiche Ziel zu erreichen, müssen wir plötzlich viel größere Sprünge machen. Und jetzt haben wir natürlich nicht mehr die Zeit, uns ewig Gedanken zu machen und alles auszuwerten und zu gucken, oh, ist hier vielleicht noch dieses und jene noch jenes. Nein, wir müssen jetzt zügig vorangehen und das behindert einfach alles. wallow in what we can't do. I'm in Vancouver right now, so I thought I'd take you for a little tour of what may be one little way that we can move forward in this situation we've gotten ourselves into. Let's go for a ride. Ja, ich bin sehr gespannt. Dann zeig mal deine Beispiele. So I'm in Burnaby, a community just outside of Vancouver. This is part of the Central Valley Greenway, which is a 25-kilometer cycling pedestrian route that goes out to the suburbs and all the way into downtown Vancouver.
and it's pretty good. But as it came through this industrial area, what, you thought Vancouver was all orcas and oceanfront property? As the Greenview passed through this industrial area, it wasn't great. It was Erinnert ihr euch noch an das Video, was wir gesehen haben über die Niederlande, über ein Maximallevel an Geräuschkulisse? Er muss richtig schreien, damit wir ihn verstehen, und die Autos übertönen trotzdem noch einiges. Jetzt hätte man mal die Maßnahmen der Niederlande hier angewendet, dann könnten wir uns hier vernünftig unterhalten und du müsstest nicht so an dieser Straße so schreien. pretty narrow. There were a lot of trucks turning in and out, and it wasn't great for anybody. But when it came to improving this area, rather than setting up 3 years of public engagements or kicking it down to another organization to deal with it, the city tried something different. Instead, what the city did was they got to work using some cheap materials like these plastic bollards and those movable concrete barriers. They quickly put the bike lane in, laid some paint down, and that was that. But that was not actually that, so I don't know why I said that. What they did afterwards is then start the engagement process. Once the lane was in here, then they went to all the neighbors, talked to people, asked the usual questions. And they didn't just sit on that info, they actually took it to heart and made some tweaks. They adjusted some parking, they improved some sight lines. They generally just made it better based on the feedback they got. And now what the city is saying is that when the budget cycle renews and they've got money to make this permanent, they will replace these cheap materials with proper permanent infrastructure. This is not perfect, but what's interesting about it is that it got done. It took months instead of years. Ja, und das ist das, was wir auch nach Corona oder während Corona, vor allem aber auch nach Corona dann immer wieder gefordert haben, ist, dass wir dieses Momentum der Pop-up-Bike-Lanes nutzt, um einfach flächendeckend diese zu schaffen. Aber auch da haben wir wieder Regularien und Gesetze und es muss dann nachgewiesen werden und der Bedarf muss da sein und der politische Wille muss ja vor allem auch da sein und der ist ja größtenteils in vielen Städten gar nicht da, dass wir dieses Momentum haben verstreichen lassen, diese Pop-up-Bike-Lanes, diese schnell provisorisch aufgestellten Radwege auf der Fahrbahn, dass wir das einfach nicht genutzt haben. Das haben wir verstreichen lassen und jetzt dieses nochmal aufzunehmen, wird äußerst schwer werden oder es wird einfach nicht passieren, eher gesagt. Okay, here's another bike lane that is in a different municipality. This is North Vancouver, and there were long plans to put a bike lane here, but it was never in the budget, so it never got built. But then somebody somewhere in City Hall realized this street was scheduled for resurfacing, and so they saw an opportunity. And rather than start a long engagement process, they pulled out some planter boxes, some of those cheap movable curbs, and again, they went to work and put this bike lane in a couple of weeks. Once that was in, again, they took some feedback from residents and made some adjustments, and here we are in a couple of months with a functioning bike lane instead of what could have been years of engagement. Ja, das ist natürlich jetzt sehr rudimentär. Wenn das jetzt schon, man sieht, das ist schon etwas länger her, da hätte man in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen was verstetigen können, aber es ist auf jeden Fall schon mal etwas. Was diese Fahrradständer da jetzt sollen, weiß ich zwar nicht so genau, aber gut, immerhin besser als ein parkendes Auto. So both of those bike lanes I just showed you are examples of what is sometimes called rapid implementation or quick build bike lanes. I stole both those examples. Ja, was wir halt nennen Pop-up-Bike-Lanes. Also wir sagen halt Pop-up-Bike-Lanes, die sagen was anderes. Aber es kommt am Ende aufs Gleiche hinaus. Examples from a recent report from TransLink, the Vancouver Transportation Authority, which was touting the benefits of rapid implementation and used those examples to make its point. And the point they were trying to make is that this is a quick way to get things done. They can be done quite affordably, especially relative to other road projects. But I think the important part of all of this isn't just that they go in and that they're cheap, but also that they are open to feedback. I think that is the key element here. This also reminded me of one of the points that Katie Rhoda from the London Cycling Campaign mentioned when I was there a few months ago about pilot projects where the Transportation Authority there was putting in bike lanes on a trial basis. They would sort of put them in quickly, assess them over a couple of months for feedback, tweak the design, and perfect it. And in some cases, remove it. And I think that removing it is an important part too. Like if these are to work, then citizens have to be convinced that they're being listened to. And if they are a complete disaster, take them out. That's fine. Not every bike lane that goes in is going to be great. And it's hard to overstate how important that feedback is that citizens can provide. I think one of the big concerns with
the current engagement process in a lot of cities is that citizens go to these things and it feels like the plan is already complete and they feel like no matter what they say, nothing's going to change anyway because the decision has already been made. These rapid implementation projects get around that by actually listening and adjusting based on feedback. I think another thing about the engagement process is that a lot of people, including me, are pretty terrible at assessing projects on paper. I always find that a project in real life feels much different than it did on paper. And another part is that we see this over and over again with bike lane projects, is that motorists tend to overreact when they are in the planning stage. Oh ja, genauso ist es. Oft genug erlebt in verschiedenen Prozederen, in denen man Teil war oder in denen man sozusagen als Zuschauer teilgenommen hat. Also ich jetzt immer als Zuschauer teilgenommen habe, wenn es darum ging, so Townhall-Meeting-mäßig Sachen zu besprechen oder Maßnahmen zu besprechen. Die Autofahrerinnen und Autofahrer sind durch die Decke gegangen, als würde man komplett alles wegreißen und ihnen alles wegnehmen. Dabei geht es nur darum, zwischen den Kreuzungen jeweils einen Fahrstreifen wegzunehmen. Man hat das Gefühl gehabt, man hat denen das Auto unterm Hintern weggerissen. Also dieses Überreacten ist wirklich, das gibt es. Und das ist regelmäßig alle Leute, die auch in diesen Veranstaltungen mal teilgenommen haben. Und ich empfehle allen Interessierten, sich einfach mal reinzusetzen dort und auch die Meinung kundzutun. In die andere Richtung dann natürlich, gerne auch. Aber da wird man feststellen, dass die wirklich, das ist populistischer Scheiß, den man da hört, zum Teil, wirklich zum großen Teil. Und da kannst du nur mit dem Kopf am besten auf die Stuhllehne des Vordermanns oder der Vorderfrau draufhämmern und hoffen, dass es für immer vorbei ist, wenn du das hörst. Also, aber wieder, tut euch das gerne mal an. Experience das mal. Das ist spannend. All the time is, but people get upset, motorists get upset. The bike lane's open. Motorists realize it's not the end of the world. Yep. Things calm down again afterwards Yep. too. These rapid implementation projects also get around that a little bit by letting. Ja, das kann wirklich gut sein. Also das stimmt. Den Punkt gebe ich ihm auf jeden Fall. Es kann gut sein, dass wenn dieses, man sieht es hier in Hamburg bei der Rodigallee, die Pläne sind jetzt Ewigkeiten schon in der Mache und veröffentlicht und ausdiskutiert und Initiativen bilden sich und die Leute da gehen auf die Barrikaden und am Ende freuen sich die Zeitungen darüber, dass sie darüber berichten können, wie die armen Autofahrerinnen und Autofahrer wieder gegängelt werden, wie ihnen wieder ein Fahrstreifen von 4 weggenommen wird und jetzt gibt es nur noch statt 4 nur noch 3 Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr. Wie kann das sein? Katastrophe, das wird Chaos geben. Und am Ende sorgt es wie in Hamburg hier bei der Radwege dafür, dass es ausgebremst wird, dass es nicht kommt, dass es überarbeitet wird oder ähnliches. Also von daher, ja, den Punkt gebe ich ihm. Es könnte wirklich helfen, wenn man solche Sachen provisorisch schon mal macht, einfach ohne diesen ganzen Batzen. Die Leute merken, ja, so schlimm ist es gar nicht, es funktioniert immer noch alles. Und dann kann man dann beim nächsten Schritt dann das permanent machen und muss ihnen nicht nochmal was wegnehmen. Also den Punkt gebe ich ihm auf jeden Fall. Da stimme ich zu. People see them in the real world, and therefore their reactions are probably a bit more realistic than just the concept. And of those 2 bike lanes, I wouldn't say either of them are perfect, but perfection is not the point. The point is they got things done. They moved ahead quickly. And in today's world, I think that can count as a victory. So back here on Beach Drive, where I started this video, the lane that exists today is much different even than what was put in during COVID. The design was examined and tweaked and changed to accommodate snowplows, and traffic patterns were put back into place. So is it perfect? Probably not. But what's most important maybe is that it got done. Thanks for watching. See you next time. Do you remember all the places
places we went, the spaces we